Herzlich willkommen hier auf dem Gear Reference Kanal. Heute geht es weiter mit der dritten Folge über das Spear ELCS-System. Wer sich für die weiteren Hintergrundinformationen interessiert, der fängt gerne bei Folge 1 an zu gucken. Dort erkläre ich dann nochmal ein bisschen mehr über das Programm, wieso und weshalb das Ganze hergestellt und produziert wurde. Heute steigen wir ein in das eigentliche ELCS-Kit von Safariland, also das Tragesystem und die Taschen. In dieser Folge erstmal nur die Tragesysteme. Ich glaube, sonst dauert diese Folge einfach nur wieder zu lange. Der Satz besteht aus mehreren Komponenten. Geliefert in so einer Tasche ist alles drin, was zu diesem Tragesatz gehört. Einmal primär in Woodland und im Dreifach-Wüstentarn. Die Möglichkeit bestand auch noch, das in Schwarz zu bekommen. Ob die jemals produziert wurden, weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. Ich glaube eher nicht. Man hatte auch die Möglichkeit, diese beiden Teile zu kombinieren. Und zwar ist das die Komponente der Load Bearing Vest, wird über den Gürtel geschlauft. Das zeige ich aber nochmal dann im Detail. Und ich könnte die jetzt auch quasi hier ransetzen und das Ganze so tragen. Genauso ist es auch in der Vorschrift drin, ist also auch genauso vorgesehen, wenn ich das benötige. Die einzelnen Teile fürs Belt Kit sind quasi das hier. Wäre dann hier dran oder wie man das hier bei mir auch sieht. Und so kann ich das Ganze modular aufbauen. So war das ganze Kit auch gedacht, dass es speziell für die Mission neu zusammengestellt werden kann, die Taschen neu konfiguriert werden kann. Alle Taschen besitzen schon das PALS, also das Pouch Attachment Ladder System, und können so also überall angebracht werden. Wie zum Beispiel hier eher eine Mehrzwecktasche und nicht nochmal zusätzlich Munition, weil hier die restliche Munition aufgebaut ist zum Beispiel. Oder da kann auch alle anderen Taschen hin. Diese Taschensätze sind für den einzelnen Schützen ausgelegt. Es sind schon ordentlich Taschen dabei und für alle speziellen Tätigkeiten gibt es dann nochmal zusätzliche Möglichkeiten, diese Taschen separat nochmal anzufordern oder zu bekommen. Da gehe ich dann aber im Video über die Taschen drauf ein. Ansonsten besteht der einzelne Satz aus einem Belt, der hier drin mit verbaut ist und hinten durchgeht, kennt man auch von der FLC. Dann die beiden Teile, um den H-Harness daraus zu bauen. Die beiden Paneele für die Load Bearing Vest. Und nochmal der eigentliche Suspender, also die Tragehilfe. Innerhalb der einzelnen Elemente, Schulterbereich, Rückenbereich und den Frontpanels können Auftriebskörper eingesetzt werden. Die sind zum Beispiel bei meiner Version in Desert leicht unterschiedlich zu der von Woodland. Und zwar sind die bei der Desert-Version hier nochmal in diesem Stoff drin vernäht. Und bei der Woodland-Version liegen die einfach frei, die Auftriebskörper. Warum Auftriebskörper? Auch wieder hier, weil für SOCOM gebaut, also für alle Einheiten, und da sind auch viele Einheiten darunter, die maritim operieren und die dann gegebenenfalls Auftriebskörper benötigen. Wie auch schon bei der Schutzweste waren diese Systeme nicht super sonderlich beliebt, aber gerade in der 5. Special Forces Group, die ja den arabischen Raum als Einsatzort hat, sieht man die in Afghanistan in extrem hoher Stückzahl, dass die dort benutzt werden. Ansonsten tauchen die immer mal mit auf, dass die getragen werden, aber wie wir das so vom Global War on Terror kennen, da gab es viele neue Geschichten, Chestrix etc., alles was auf den Markt kam, und da wurde ja sämtliche Sachen querbeet dann durcheinander getragen. Dann gucken wir uns jetzt einmal die Plattform im Detail an. Wir haben einmal hier unten den Gürtel, ganz normal Plastikverschlüssel vorne dran, und am hinteren Teil die Aufnahmen für das Shoulder Pad, also den Schultergurt. Hier habe ich jetzt noch ein paar Taschen dran. Die wollte ich jetzt nicht alle abfriemeln, um das Ganze zu zerlegen, weil das ist auch getaped vom Vorbesitzer und ich wollte das gerne einmal dann am Ende wieder so zusammenbauen, wie ich es vom Vorbesitzer bekommen habe. Dann kommen wir mal zum Shoulder Pad. Auch hier PALS angebracht. Hier oben ein Reißverschluss,
wo die Auftriebskörper reinkommen. Und hier ist auch der Unterschied zu dem in der Wüstenversion. Die hier sind nicht nochmal in diesem extra Stoff eingenäht. Hier ist das Oberteil für den Shoulderpad an sich drin und hier für das Rückenteil. Wird mit dem Reißverschluss auch wieder verschlossen. Dann hier der Berge-Tragegriff, wie man das halt so kennt von den meisten Westen. Hier oben die Aufnahme für das Vorderteil. Hier normale Gurtbandfläche für Alice-Equipment. Hier ist nochmal eine Klettfläche. Ich gehe davon aus, da steht nichts weiter in der Vorschrift, dass das für die Infrarot-Patches sein könnte oder halt sonst irgendwas, was der Soldat braucht. Dann haben wir das Load Bearing Panel Set. Links und rechts. Hier von innen gesehen wieder das Label und hier das Fach für die Auftriebskörper. Hier im Inneren haben wir eine Öffnung, wo der Belt durchgeschlauft wird und dieser Steg hier wird dann im Mollebereich eingehakt. Hier ist noch der Brustgurt, worüber das Ganze dann geschlossen wird. Markant, wie von den normalen alten Load Bearing Vests, da hat man ja auch unten den Gürtel, den normalen LC-Belt und hier sind auch die Taschen schräg aufgebracht und dieses System haben die hier wieder genauso genutzt. Dann haben wir das H-Harness Panel Set, vorhin ja auch schon mal kurz gezeigt. Auch wieder nur eine Aufnahme für den Brustgurt und den Gurt, der zum Schulterbereich geht. Und auch hier wieder das gleiche System. Der Gürtel kommt durch und schon habe ich mir mein Kit soweit zusammengebaut. Der Brustgurt kann auch noch abgenommen werden, aber an sich hat das Ganze jetzt nicht ultra viele Features. Man sieht halt, wo es herkommt von dem Koppelsystem und der Load Bearing Vest und das Ganze nur in moderner Form. Dann bauen wir uns jetzt mal so eine kleine Frankenstein-Version zusammen, also mit einem gemixten Vorderteil. Hier sind die Instructions dafür, das Use and Carry Manual und hier wird das Ganze auch mal gezeigt, dass es auch genauso vorgesehen ist, nicht nur als H-Harness oder als Load Bearing Vest, sondern auch mit gemischtem Frontbereich. Und dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie das Ganze zusammengebaut wird. Wir haben jetzt ja einen Teil vom H-Harness. Da schlaufen wir jetzt den Gürtel einmal durch. So, kommt wieder raus. Dann gehen wir nach vorne und haken das hier vorne im Pals-Webbing ein. Und so stelle ich auch die Breite dann ein. Ne? Kann ich unterschiedlich versetzen und so schnell geht's. Dann nehmen wir uns die Gegenseite einmal vor. Ich muss jetzt hier so ein bisschen um die Kamera operieren, deswegen dauert es vielleicht noch eine kleine Sekunde länger. Diese Westen und den ganzen Satz gab es ich würde sagen so vor 10, 15 Jahren im Surplus-Bereich für roundabout 100 bis 200 $. Jetzt sind die schon deutlich teurer geworden, weil sie jetzt auch einfach für Sammler interessant geworden sind. Ne? Gibt es nicht mehr so oft. Und deswegen so. Auch hier das Gegenstück wieder eingehakt. Dann nehmen wir uns das Shoulder Pad Assembly, so wie es genannt wird. Hier werden die Gurte durchgeschlauft und wieder zurück.
Muss ja nicht super schön sein. Und dann nehmen wir das Gegenstück. Auch hier kann der Brustgurt genutzt werden. Natürlich macht man das dann mit ein und derselben Farbe, ne? Aber ich habe hier teilweise Teile verbaut oder noch Taschen dran. Und so ist das zum Zeigen ja auch mal ganz cool. So, nochmal die Kamera ein bisschen verändert. So würde das Ganze jetzt am Ende aussehen. Natürlich dann schöner mit beiden Seiten nur Woodland oder alles halt im Wüstentarn. Aber wir haben das LBV-Panel, das H-Harness-Panel jetzt zusammen so gebaut. Und so werden die Tragesysteme zusammengesetzt. Dann bedanke ich mich wieder einmal fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.